So sieht er von unten aus, der Kilimanjaro. Afrikas höchster Berg liegt in Tansania, umhüllt von Wolken, fast 6000 Meter hoch. Rauf auf den Gipfel in 5 Tagen, ist das zu schaffen? Und wie fit muss man dafür wirklich sein? Ich weiß nicht, ob ich den Gipfel jetzt noch schaffe. Ausgangspunkt ist Moshi, eine knapp 200.000 Einwohner große Stadt am Fuße des gewaltigen Gebirgsmassivs. Hier haben hunderte Agenturen ihren Sitz und organisieren den Aufstieg zum Gipfel, dem Uhuru Peak. Fehlende Ausrüstungsgegenstände können vor Ort ausgeliehen werden. An schlechtem Equipment soll mein Aufstieg ja nicht scheitern. I'm like a ghost. Hey, das ist für dich. Und bis zu welchen Temperaturen wärmt er? Ich meine bis minus 15 Grad. Ja, minus 15. So kalt ist es, ja. So kalt wird es? Naja, es soll halt hoch hinauf. In den Nationalpark Kilimanjaro geht's über das Masham Gate auf 1800 Metern. Die Anmeldung ist obligatorisch, da der Park nur mit Guides betreten werden darf. Insgesamt kostet der Trip rund 1.700 € inklusive der Gebühren für den Nationalpark. 40 Kilometer sind es bis zum Gipfel. Es ist 12 Uhr, Guide Heaven gibt das Startsignal. So, wir starten jetzt. Wir gehen zur Masham-Hütte und ich denke, wir brauchen von hier aus 4 bis 5 Stunden. I'm highly motivated. Ich bin hochmotiviert. Die Masham-Route ist nur eine von vielen. Allerdings soll es die schönste und meistgenutzte Route sein. Dafür kürzer und anspruchsvoller. Heißt in 5 Tagen über 4000 Höhenmeter. Anfangs gemütlich schlängelt sich der lehmige Weg nach oben. Neben einem Guide besteht das Team aus 4 Trägern, Porter wie sie genannt werden, und einem Koch. Jeder von ihnen trägt 20 Kilo Gepäck, Zelt, Anziehsachen, auch die der Touristen, Essen, alles, was benötigt wird, um 6 Tage autark in der Höhe überleben zu können. Dabei lautet die wichtigste Regel Pole Pole. Pole Pole heißt langsam auf Deutsch. Heißt, wir gehen hier langsam hoch. Wer versucht, den Kilimanjaro quasi hochzurennen, der wird es nicht schaffen. Wer es langsam macht, der wird es packen. Der Weg nach oben wird auch als härtester Spaziergang der Welt bezeichnet. Ernst zu nehmen ist vor allem die Höhenkrankheit. Heißt, je höher, desto weniger Sauerstoff, desto größer können die Probleme werden. Davon spüre ich heute noch nichts, nur dass die Beine immer schwerer werden. An Motivation mangelt es nicht. Jambo, Jambo, Jambo Bwana, habari gani? Jambo Bwana, übersetzt Hallo Sir. Das Lied begleitet einen nicht nur bis zum Etappenziel. Nach 6 Stunden erreichen wir das Masham Camp. Danke dir. Auf 2835 Metern Höhe, noch 30 Kilometer bis zur Spitze. Abendstimmung im Camp, die Zelte stehen, es wird gekocht. Bereits um 18 Uhr dämmert es, nur wenig später ist Nacht, als Michael, der Koch, Kartoffeln mit Fisch und Gemüse vorbeibringt. Genau das Richtige für ausgehungerte Wanderer. Tag 2, 6 Uhr morgens. Nach dem Frühstück werden im Camp eifrig die Zelte verstaut. Aufbruchsstimmung und freudige Erwartung. Man kommt dem Gipfel näher, auch wenn er das noch nicht ist. Heute laufen wir bis zum Shira Camp. Wir beginnen dort unten, weiter hoch und auf der Kuppe laufen wir rüber zum Shira Camp. Heißt, über 800 Meter rauf, die Strecke ist nur 7 Kilometer lang. Aber steinig und steil, selbst die Porter mühen sich. Die Luft wird merklich dünner. Und der Vortag steckt noch in den Knochen. Pole, Pole.
And how do you feel? Und wie fühlt ihr euch? Na, schwierig zu sagen. A bit complicated quest. It's hard, or? Es ist hart, oder? Nicht so leicht, würde ich sagen. Did you Hast du train dafür for it? trainiert? Nee. Vielleicht hätte das geholfen, denn das Pärchen wird den Uhuru Peak am Ende nicht erreichen. Muss vorher aufgeben. Eine Grundfitness und gute Kondition braucht man schon. Es hilft auch, vorher längere Strecken zu wandern. Jedes Jahr versuchen bis zu 50.000 Touristen den Gipfelaufstieg. Und wie viele kommen an? Bis zum Gipfel, ich würde sagen 95%. 95. Ja klar, so viele? Yes, sure. So many. Heaven weiß zu motivieren. Denn andere Schätzungen liegen mal bei 80 oder nur 60%. Der Weg wird anstrengender. Pole, pole. Vom Regenwald ist nichts mehr zu sehen. Es geht mitten durch eine Heide- und Moorlandschaft. Das sind nur 2 von 5 unterschiedlichen Vegetationsstufen auf dem Weg zum Gipfel. Am frühen Nachmittag erreichen wir das Shira Cave Camp, noch 25 Kilometer bis zum Gipfel. Allerdings geht es nach einer Pause noch ein Stückchen höher. Vorbei am Hubschrauberlandeplatz für Notfälle. Es ist kühl und feucht geworden. Schlechte Vorboten? Der zusätzliche Anstieg zum Shira 2 Camp ist mühselig, vor allem mit dem Wissen, dass das eigene Zelt unten auf einen wartet. Aber wichtig gegen die wohl tödlichste Gefahr, die Höhenkrankheit. Das merkt man an Kopfschmerzen, Erbrechen, Schwindelgefühlen, aber auch ein Lungenödem kann entstehen. Das sind Probleme am Berg. Wichtig ist, dass du dich daran gewöhnst. Das heißt hoch, aber danach gleich wieder ein Stück runter zu gehen. Dann klappt's auch mit dem Gipfel. Das heißt, wir sind hier höher als bei uns im Camp. Ja genau, hier ist es höher. Akklimatisieren heißt schlafen 100 Meter tiefer und hoffen, dass die Höhenkrankheit einen nicht erwischt. Jeder kann sie bekommen, jeder Dritte leidet darunter, ganz selten mit tödlichem Ausgang. Tag 3. Halbzeit. Ich fühle mich fit. Der Plan für heute: 900 Meter hoch, danach wieder runter, um sich weiter zu akklimatisieren. Auch ans Wetter. Nur 6 Grad. Schlimmer der anhaltende Regen, der allen zu schaffen macht. Manchmal wechselt das Wetter in den Bergen. Und heute ist eben nicht so gut. Regen und Nebel. Is not so good. Ist nicht so gut. Nice Nett and umschrieben. Not so good. It's raining dogs and Es ist ein echtes Sauwetter. 2 weitere feuchte Stunden später, die Klamotten durchnässt, erreichen wir den Lava Tower. Der höchste Punkt für heute. Und, so erklärt Heaven im trockenen Zelt bei einem Café, Wer es bis hierher schafft, der ist fit genug. das heißt, wenn ich hier fit bin, dann werde ich es schaffen. Ja genau. Der Gipfel machbar, das macht Mut. Der Abstieg allerdings das Gegenteil. Es fühlt sich an, als würde man den ganzen Tag unter der Dusche stehen. Wenigstens geht's runter schneller. Dem Regen entkommen. Ins Barranco Camp, wo die Porter bereits die Zelte aufgebaut haben. Die nassen Sachen werden später über dem Gaskocher angetrocknet. Alles kein Spaß auf 4000 Metern bei um die 0 Grad. Die vorletzte Nacht eigentlich, denn wir überlegen, den Aufstieg zum Gipfel vorzuziehen. Das ist ein Ausblick, das ist Wahnsinn. Kein Regen und dann so ein Wetter. Und da die Wolken und da oben der Berg. Ja. Heaven hat entschieden. Wir werden heute den Gipfel besteigen. Echt bis zum Gipfel? Wie lange brauchen wir bis oben? 11 bis 12 Stunden werden wir hochlaufen. Cool. 6 Uhr morgens, auf zum Gipfel.
In der Kürze selbst für Heaven das erste Mal. Heißt, 2 Etappen werden zu einer zusammengefasst. Knapp 2000 Höhenmeter, 22 Kilometer Wegstrecke und meistens steil bergauf. Ist das machbar? Zumal die Höhenkrankheit noch immer auftreten kann. Und dann heißt es umkehren. Super beeindruckend hier alles. Allerdings habe ich riesig Respekt davor, dass wir wirklich heute noch den Gipfel besteigen wollen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich schaffe und durchhalte. Echt. Mal gucken. Zum Greifen nah und doch führt die Route erst einmal unterhalb des Gipfels entlang. Hinunter ins Karangatal und wieder hinauf. Nach 6 Stunden erreichen wir das Barafu Camp auf 4600 Metern. Ein Glück ohne Symptome der Höhenkrankheit. Normalerweise wäre hier Schluss, die Tagesetappe geschafft. Ich bin so am Ende. Ich weiß nicht, ob ich den Gipfel jetzt noch schaffe. Mal gucken. Erstmal ausruhen. Durchpusten. Fertig. Die Wolken ziehen vorbei. Ich habe noch 1300 Höhenmeter bis zum Uhuru Peak vor mir, dem Dach Afrikas. Auf geht's, ihn zu besteigen. Energie ist wieder da, nur reicht sie tatsächlich aus? Heaven und die Träger sind es gewöhnt. Bis zu 20 Kilo transportieren sie auf dem Rücken und kümmern sich. Kilimanjaro, Kilimanjaro, Hakuna Matata. Hakuna Matata übersetzt alles in bester Ordnung. Für einen kurzen Moment vielleicht, aber in 5000 Metern wird aus Spaß ein Kämpfen um jeden Meter. Ich gehe echt am Limit, am Stock. Alle 10 Meter Höhe feiere ich innerlich. Aber es hilft, wenn es noch so viel höher ist. Nach 4 Stunden steil bergauf, endlich Schnee und schimmernd oben in der Ferne Stella Point. Von hier noch 150 Höhenmeter. Wir haben den Gipfel fast erreicht. Das ist unfassbar. Und wie lang noch? Von hier bis zum Uhuru Peak? Ich würde sagen, nur noch 40 Minuten. 40 Minuten? Nur. Es fühlt sich an wie eine halbe Ewigkeit. Die Schritte werden immer kleiner. Der Sonnenuntergang kommt näher. Allmählich der Gipfel aber auch. Hier ist die Uhuru Peak. Congratulations. Highest of Africa. Freedom of Tanzania, Uhuru Peak. Okay. Jambo. Jambo bwana. Habari gani? Nzuri sana. 4 Tage dauerte der Aufstieg. Heute alleine 2000 Höhenmeter. Die Freude unbeschreiblich. Die Gefühle noch weniger. Unglaubliche Eindrücke auf dem Kilimanjaro in fast 6000 Metern Höhe.